So, lassen Sie uns starten. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Kunstdenkmäler der Schweiz digital ins 21. Jahrhundert mit einer Suchmaschine der Superlative. Es freut mich ganz besonders, Ihnen heute dieses Webinar in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte präsentieren zu dürfen. Zusammen mit mir, mein Name ist Benjamin von Deschwanden, sind Co-Hosts Nicole Bauermeister, die Direktorin der GSK, und Ferdinand Pajor, der Vizedirektor und Projektleiter dieses Digitalisierungsprojekts im Call. Heute schauen wir uns an, was war die Ausgangslage, wie ist dieses Projekt gestartet, welche Schritte braucht es für eine solche Digitalisierung und im Detail, wie wird die Struktur erkannt und was für Machine Learning wird eingesetzt, um diese Digitalisierung zu unterstützen. Dann ein kurzer Überblick über was KDS Online aktuell ist und kann und eine Live-Demo und zu guter Letzt ein Ausblick zum Anlass von 100 Jahren GSK. Laut Frau Bauermeister ist KDS Online das größte geisteswissenschaftliche Digitalisierungsprojekt der Schweiz und das macht uns natürlich extrem stolz, an einem solchen monumentalen Projekt mitarbeiten zu dürfen. Und ich möchte an diesem Punkt das Wort an Herrn Pajor von der GSK übergeben. Besten Dank. Die Einführung wird Frau Bauermeister machen und dann übergebe ich Ihnen gleich das Wort. Bonjour à tous. Comme vous pouvez l'entendre, je vais m'exprimer en français parce que cet aspect de double langue ou de triple langue en Suisse est très important et très important aux yeux de la GSK. Donc, vous voyez les conditions de départ dans lesquelles nous avons travaillé. Vous savez que la collection des monuments d'art et d'histoire de la Suisse est une collection qui fonctionne depuis maintenant plus de 90 ans et qui avait pour but de présenter de manière unifiée la très grande diversité culturelle de la Suisse. Vous voyez que ça concerne 142 volumes, qu'on a commencé en 1927, que nous avons 25 ou 26 cantons et 3000 communes, et ce qui représente environ 60 000 monuments et bâtiments, environ 65 000 pages et 65 000 illustrations. Ce sont les conditions de départ et c'est cette matière-là que nous voulions valoriser en matière informatique. Notre première étape a consisté à produire des e-books, mais c'était vraiment une étape et quelque chose qui était tout à fait intéressant, mais qui n'était pas totalement satisfaisant par rapport à ce que nous voulions faire. Donc nous sommes allés au-delà. Et pour cet au-delà, je vais passer maintenant la parole à Ferdinand Pajor qui va vous expliquer de quoi il s'agissait de manière plus spécifique. Ja. Genau, nachdem Sie kurz gesehen haben, wie viele Bücher, das wir sozusagen in Printform bereits in der Reihe haben, war es eben unser Anliegen, diese Bände zusammenzuführen in einem digitalen Tool. Und wir hatten dann eben uns damit beschäftigt, ja, welche Inhalte haben wir, die es sozusagen über die Buchdeckel hinweg zusammenzuführen gilt. Sie sehen, dass die Reihe eine sehr weite Zeitspanne umfasst, von der Spätantike bis heute, rund 15 Jahrhunderte. Wir haben knapp 90 verschiedene Arten von Objekttypen. Auch bei den Stilen haben wir rund 16. Und was die Kunstgattungen, Objekttypen anbelangt, haben wir gut 40 eruiert und sicher auch von großer Bedeutung, dass eben die Leute, die an den Kunstdenkmälern, die wir heute untersuchen, erforschen. Es waren auch jeweils sehr viele Leute, Handwerker, Kunsthandwerker, Architekten beteiligt und da haben wir 27 verschiedene Berufe auch sozusagen eruiert, die es zu valorisieren gilt und eben in diesem Tool umfasst unsere Reihe eben rund 30.000 Personen, Kunsthandwerker, Ingenieure, Künstler, die zum heutigen Erscheinungsbild der Kunstdenkmäler beigetragen haben. Und somit war es unser Ziel, eben von der
Bibliothek, die wir auch digitalisiert haben. Sie sehen das auf dem Screenshot links unter der Rubrik Bibliothek, wurden die gedruckten Bücher sozusagen digitalisiert, damit man eben auch vergriffene Bände einerseits wieder zugänglich machen konnte und andererseits eben die Informationen, die dort zusammengetragen sind, auf einer Plattform KDS Online zu vereinen. Vielen Dank für diese Einführung. Ich mache weiter mit einem Zitat von meinem Mitgründer und Kollegen Martin Keller. Der hat so schön gesagt, dass der Weg ins 21. Jahrhundert über eine Zusammenarbeit von Mensch und Maschine führt. Und dieses Digitalisierungsprojekt ist ein exzellentes Beispiel für die Verkörperung dieses Zitats. Nämlich, es braucht sowohl den Menschen als auch die Maschine. Der Mensch hat das Fachwissen, er kennt die Dokumente, er ist kreativ, er kann sie intuitiv interpretieren und daraus Informationen extrahieren, kann diese auch sehr effizient kommunizieren, hat aber auch Nachteile. Eine solche Digitalisierung rein manuell zu machen, ist äußerst aufwendig und birgt auch das Risiko, dass, wenn der Mensch müde wird, dass er dann Fehler macht. Und da kommt die Maschine ins Spiel, insbesondere auch die künstliche Intelligenz. Sie kann vom Wissen des Menschen profitieren und dessen Intelligenz in einer künstlichen Form replizieren. Sie wird nicht müde, sie kann 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten und macht auch keine Fehler mehr, wenn sie mal richtig trainiert ist. Aber die Maschine braucht den Menschen als Lehrmeister, weshalb wir auch die Kombination und die Zusammenarbeit besonders in diesem Projekt uns zunutze gemacht haben. Diese Pipeline vom Buch, das aus Text, Tabellen und Bildern besteht, hin zu einer strukturierten und durchsuchbaren Form, geschieht generell in 3 Schritten. Zuerst mal muss die Information, die für Menschen lesbar erstellt wurde, erfasst werden. Das heißt, da läuft häufig eine Texterkennung drüber und dann wird die Syntax, die Struktur der Elemente erkannt. Dann wird automatisiert oder möglichst automatisiert die Information validiert, angereichert, transformiert und letzten Endes kann sie den Benutzern zur Verfügung gestellt werden in Form eines Archivs in diesem Fall, das weit größere Zugänglichkeit hat als die Information in ihrer ursprünglichen Form. In diesem spezifischen Fall funktioniert das Ganze so, dass man am Anfang des Prozesses diese Bücher, die zum Teil bereits als digitale PDFs vorhanden sind, aber zu einem großen Teil noch in analoger Form da sind. Diese Buchreihe ist weit vor der Entstehung von PDF bereits gestartet worden. Deshalb führt dort kein Weg am Scanning vorbei. Nach dem Scanning wird dann der Text, der auf diesen Dokumenten erkenntlich ist, als solches digitalisiert, damit die Maschine ihn lesen kann. Also der Prozess von ein Bild im Prinzip, also eine Glyphe erkennen und daraus Wörter bilden, wie wir Menschen es tun, muss der Computer genau gleich auch nachvollziehen. Sobald das passiert ist, können wir die Struktur in diesen Dokumenten erkennen, das heißt Paragraphen, Titel, Untertitel, Tabellen, Fußnoten und so weiter. Danach wird diese Information automatisiert ausgelesen und transformiert in eine Form, in der sie dann schlussendlich auf der Webseite repräsentiert werden kann. Und ein großer Teil der Arbeit folgt nach dieser Transformation noch. Das ist nämlich eine teilweise automatisierte, aber auch eine manuelle Analyse und Validierung der angereicherten Daten. Und ganz am Schluss schaut natürlich eine Webseite dabei raus. Nun, wie funktioniert im Detail oder in einem Detail dieses Beibringen von Lesen der Maschine? Sie sehen oben rechts einen Screenshot aus unserer Entwicklungsumgebung, wo man bereits die Struktur eines Bandes erkennen kann. Also Sie haben dort hierarchisch
hierarchisch gegliedert das Inhaltsverzeichnis und ganz rechts sieht man die Titel dieser Kapitel, wie sie markiert wurden, als Grundlage für dieses Inhaltsverzeichnis. Und man sieht zum Beispiel die Paragraphen, die gebildet werden anhand dieser lustig geformten Kästchen. Da kommen wir später noch drauf. Und unten hat es auch noch eine Art Tabelle. Die sieht man dann eigentlich im Screenshot unten rechts repräsentiert. Das ist jetzt die finale Form, also wie diese Information auf der Webseite schlussendlich repräsentiert wird. Sie sehen, der Titel wird in diesem Fall sogar zur Adresse. Die Tabelle wird als solches dargestellt. Das Unterkapitel, die Baugeschichte, ist auch ersichtlich als Teil dieses Objekts. Anhand des Textes, der in diesem Kapitel vorkommt, wurde herausgefunden, welche Personen werden mit diesem Objekt verknüpft, welche Berufe, was hat es für eine Ausstattung, was ist es überhaupt für ein Objekt und letzten Endes auch, in welcher Gemeinde steht es. Und Sie sehen, die Adresse wird auch geolokalisiert, also auf der Karte sieht man sehr schön einen Pin, wo dieses Objekt am Schluss hinkommt. Und diese Anreicherung der Metadaten, also aus der reinen Struktur dieser Elemente, Paragraphen, Titel, Fußnoten, hin zu einer Semantik, die dann auch mit einer Suchmaschine durchsuchbar ist, das ist die große Leistung dieses Projekts. Um noch ein bisschen weiter ins Detail zu gehen, möchte ich Ihnen kurz näher bringen, wie wir Machine Learning anwenden in diesem Prozess. So sehen Sie hier als Beispiel die Extraktion von Fußnoten. Also wir haben hier eigentlich zwei unterschiedliche Fälle. Ganz links, das ist ein älterer Band, dort sind es tatsächlich Fußnoten, wo die Referenzen, die kleinen Ziffern, die im Text eingestreut werden, jeweils auf der Seite aufgelöst werden. Und der Ausschnitt rechts ist aus einem neueren, bereits in nativer PDF-Form verfügbaren Band, wo es sich um Endnoten handelt. Also diese Referenzen werden erst am Ende des Kapitels oder gar ganz am Ende des Bandes aufgelöst. Und das Ziel ist natürlich, dass man auf der Plattform nicht ganz ans Ende des Bandes scrollen muss, um den Inhalt dieser Fußnoten zu sehen, sondern dass man diese direkt vor Ort, einfach indem man mit der Maus über den Text fährt, dargestellt bekommt. In der digitalen Fassung, also in den neueren Bänden, ist die Erkennung dieser Fußnotenreferenzen verhältnismäßig einfach, weil man sie anhand der Formatierung, wie sie im PDF drin ist, erkennen kann. Bei älteren Bänden, wie das auf der linken Seite der Fall ist, wo auch die Texterkennung gebraucht wird, um die Glyphen erkennen zu können, ist das nicht ganz so trivial, weil diese kleinen Zahlen, die im Text verstreut sind, häufig nicht korrekt erkannt werden, respektive deren Formatierung ist dieselbe wie die des umliegenden Textes. Deshalb braucht man dort eine cleverere Methode und wir wenden dort bildbasiertes Machine Learning an, also dass wir die einzelnen Ausschnitte aus dem Text, denen wir ein solches Endnotenreferenzsegment zuweisen, einem Classifier geben und der uns dann sagen kann, ja, hier finden wir eine Referenz oder nein und in gewissen Fällen sogar, welche Zahl steht in dieser Referenz. Sie können sich vorstellen, wenn es sich um Endnoten handelt, die erst ganz am Schluss des Bandes aufgelöst werden, ist ein einziger Fehler in der Erkennung einer Endnote im Text, hat eine riesen Auswirkung, weil das gibt dann natürlich Folgefehler. Und so setzen wir Machine Learning ein, um die Arbeit während dieser Digitalisierung stark zu unterstützen, dass nicht jede Endnote manuell gefunden werden muss. Nun aber vom Detail wieder zur Plattform selbst. Diese besteht heutzutage aus diesen 5 Komponenten, angefangen mit der Bibliothek, in der die Originalbände, so wie sie entweder digital nativ oder eingescannt wurden, verfügbar sind. Also man kann diese immer noch wie ein Buch von A bis Z lesen.
und findet dort die Information auch noch. Aber die Plattform geht natürlich viel weiter. Anhand der Metadatenanreicherung, welche auch vor allem Geolokalisierung mit einbezieht, ist es möglich, Objekte viel schneller zu finden. Man hat eine sehr mächtige Suchmaschine, die nach diesen Metadaten, aber auch Volltextelementen suchen lässt. Und damit dieser Inhalt nicht einfach statisch auf der Plattform liegen muss, gibt es auch ein Editierungstool, das erlaubt einem, also der GSK, das ist ein internes Tool, den Inhalt zu editieren, der bereits hochgeladen wurde, oder sogar völlig neue digitale Inhalte direkt auf der Plattform zu erstellen. Und guter Letzt gibt es ein voll integriertes EPUB-Portal, das einem erlaubt, die einzelnen Kapitel oder Objekte auf der Plattform direkt in ein EPUB zu verwandeln und auf einem EPUB-Reader wie zum Beispiel auf dem iPad digital zu konsumieren. Nun möchte ich Ihnen kurz ein Beispiel zeigen, damit wir die Plattform auch mal live sehen. Als Beispielsuchanfrage würden wir nun mal nach Kirchen- und Klosteranlagen, welche zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert erbaut wurden und entweder eine Glas- oder Wandmalerei oder Chorschranken beherbergen. Dazu teile ich meinen anderen Screen. Voilà. Ich hoffe, nun können Sie alle die Webseite sehen. Wenn ich also hier nun diese Suchanfrage eingebe, Sie sehen schon auf der Karte alle Points of Interest, die bereits digitalisiert wurden. Im Moment sind es rund 8000, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Auf der linken Seite die erwähnte Bibliothek, sortiert nach Kantonen. Und sowohl die Karte als auch diese Filterelemente, die Sie hier unten sehen, können zur Suche eingesetzt werden. Also wir haben gesagt, wir suchen nach Kirchen oder Klosterbauten in der Zeit zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert. Dann kann ich das einfach mit diesem Slider hier einstellen. Und Sie sollen entweder Wandmalereien, Glasmalereien oder eine Chorschranke beinhalten. Wenn ich nun auf Suchen klicke, dann recherchiert die Plattform für mich und Sie haben gesehen, die Elemente, die auf der Karte angezeigt wurden, wurden drastisch eingeschränkt aufgrund dieser Filterkriterien und ich habe nun hier rund 100 Resultate zur Verfügung. Ich kann auch ein bisschen in die Karte hineinzoomen, um die geografische Region einzuschränken. Also wenn ich jetzt nochmals die Suche starte, dann sehen Sie, die Resultate werden noch stärker eingeschränkt. Wenn ich ein bisschen aus der Karte rauszoome, dann sehen Sie diesen hellen Bereich, der als geografischer Zielbereich gesetzt wurde. Und von hier aus kann ich dann auf ein individuelles Objekt klicken, zum Beispiel hier die Kathedrale St. Maria Himmelfahrt und sehe gleich die ganze Information. In den Metadaten sind jene Begriffe, die ich für die Suche verwendet habe, hier so hellblau gehighlightet. Also wir sehen, es ist eine Kirche, die steht in Chur. Sie wurde während diesen Jahrhunderten immer wieder wurde daran gebaut. Und hier sehe ich direkt auf der Karte, wo sich dieses Objekt befindet. Man sieht auch gleich, aus welchem Band kommt dieses Objekt. Und ich kann dann die Unterkapitel, die zu diesem Objekt gehören, einfach aufklappen und diese Hierarchie, die wir vorher gesehen haben, im Prinzip hier interaktiv durchforsten und bekomme dann auch jeweils das Bildmaterial, das dazugehört, in einer attraktiven Form dargestellt. Das war so eine kurze Demo der Plattform, wie schnell man etwas finden kann. Ich nehme an, diese Recherche hätte in einer Bibliothek Tage oder gar Wochen gedauert, um überhaupt diese Auswahl an Objekten zusammentragen zu können. Und dank KDS Online ist es innerhalb wenigen Sekunden passiert. Nun wechsle ich wieder zur Präsentation.
und möchte das Wort nochmals Herrn Pajor übergeben für den Ausblick zum Anlass 100 Jahre GSK. Vielen Dank. Mit dem Projekt KDS Online haben wir das Gesamtprojekt, eben das seit knapp 100 Jahren in enger Partnerschaft mit den Kantonen, wo die Inhalte erarbeitet werden, läuft, sozusagen ins 21. Jahrhundert bringen. Und dadurch können wir eben einerseits die bestehenden Inhalte in einem aktuellen Format wieder greifbar machen und vor allem eben der Mehrwert der Inhalte sozusagen über die Buchdeckel hinweg, sei es das innerhalb des Kantons, aber dann eben auch über die Kantonsgrenzen hinweg zusammenführen. Deswegen ist es eben für uns ganz wichtig, dass wir auch die ersten Bände mit ins System integriert haben. Es stand zur Diskussion, dass man nur die aktuellsten Bände mit berücksichtigt. Uns war es eben aber ein Anliegen, eben auch den Autorinnen und Autoren oder den Kantonen Tribut zu zollen, die seit Jahrzehnten aktiv in diesem Kanton, in diesem Projekt beteiligt sind. Und dadurch ergeben sich Möglichkeiten, dass man dann eben auch die Inhalte über den Editor weiter bearbeiten und aktualisieren kann. Das heißt, wir können dadurch auch die Entstehung oder die Weiterpflege der Inhalte den heutigen technischen Möglichkeiten anpassen. Und eben das erste Ziel ist es natürlich zu unserem 100-jährigen Jubiläum der Reihe, sämtliche Bände, die bis dahin erschienen sind oder die dann noch erscheinen werden, vollständig in KDS Online erfasst zu haben, mit den Metadaten versehen, und dadurch wächst natürlich sozusagen im Monatsrhythmus auch die Potenz des Systems insgesamt. Es bietet uns dann aber auch die Möglichkeit, eben auch für Forschende die Inhalte wiederum unter verschiedenen Kriterien zu analysieren, zusammenzuziehen und auch weitere Synthesen zu verfassen. Man hat aber auch eben die Möglichkeit, neue Themengebiete zu erschließen. Sie haben in den Masken gesehen, dass die Personen bislang auch mit erfasst wurden. Und da geht es darum, dann eben inskünftig auch die Inhalte, Synthesen zu den Künstlern, Architekten, die in unserem System drin sind, zu erarbeiten. Und dies wiederum ermöglicht auch eben weitere Vernetzungsschritte mit anderen Plattformen. Vielen Dank für diesen Ausblick, Herr Pajor. Ich denke, an dieser Stelle ist es auch angebracht, den verschiedenen Unterstützern dieses Projektes zu danken. Sie sehen auf dem Bildschirm die Logos der Unterstützer. Diese sind auch auf der Plattform verfügbar über einen Link unten rechts. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Beisein, Ihre Aufmerksamkeit und möchte nochmals darauf hinweisen, dass Sie uns Fragen stellen können über das Q&A-Feature, wie es auf Englisch heißt, oder F&A auf Deutsch, wo Sie uns die Frage schriftlich mitteilen können, und ich würde sie dann einfach vorlesen und beantworten lassen. Die erste Frage, die wir erhalten haben, ist, haben Sie schon andere Projekte mit Archiven oder Ähnlichem durchgeführt, wo Machine Learning zum Einsatz kam? Ja, das ist so. Es gibt sehr viele wertvolle Sammlungen an Informationen, die aktuell noch nicht digital verfügbar sind, und da sind wir jedes Mal stolz, wenn wir
wenn wir da mitarbeiten können, dass diese Wissensschätze auch verfügbar werden. Beispielsweise sind dies Registerkarten von Stadtarchiven, die bisher nur analog verfügbar waren, wo eine Suche nach einem Datensatz einen Gang in dieses Archiv bedeutet hat, und durch die Digitalisierung, in der wir mitarbeiten durften, ist es nun möglich, diese Recherche am Computer durchzuführen. Oder auch erwähnenswert ist die Plattform Retro Digital des Kantons St. Gallen. Da werden offizielle Dokumente des Kantons der Öffentlichkeit digital zur Verfügung gestellt, in einem ähnlichen Erschließungsgrad, wie wir es bei der KDS Online-Plattform gesehen haben. Eine nächste Frage war, was ist die größte Herausforderung bei diesem Projekt? Ich würde aus meiner Sicht sagen, aus technischer Sicht, die größte Herausforderung ist immer die Kreativität des Menschen, weil über die Jahrzehnte in diesen die Bandserie gewachsen ist, haben natürlich zig Leute an diesen Büchern gearbeitet und dort auch ihre Kreativität im Sinne von, wie die Information repräsentiert werden soll, walten lassen. Das heißt, es gibt viele verschiedene Wege, um eigentlich die gleiche Information in einem Buch darzustellen. Und das Umgehen mit dieser Vielfalt ist eine der größten Herausforderungen. Natürlich nebst der technischen Unsicherheit der Texterkennung, die mit sich bringt, dass eben zum Beispiel Fußnoten nicht immer 100% korrekt erkannt werden. Puis-je peut-être apporter également une réponse concernant ce défi? Je pense qu'un des défis majeurs pour nous, c'est d'offrir un accès le plus simple possible à une information aussi diversifiée. Un moteur de recherche qui fonctionne mal ou qui est trop complexe pour l'utilisateur est toujours un échec annoncé pour un projet de ce type. Donc, réfléchir toujours, qu'est-ce que l'utilisateur aura plaisir à trouver comme information, comment pourra-t-il accéder le plus facilement possible à l'information. Ja, merci. Eine Frage habe ich noch erhalten bezüglich anderer Arten von Dokumenten, welche mit Akkodis digitalisiert werden können. Wir haben ja in diesem Fall eigentlich relativ wenige, also im Rahmen von 100 Dokumenten mit jeweils sehr vielen Seiten. Das ist ein spezieller Datentyp oder Dokumententyp für uns. In der Regel sind die Dokumente, die wir verarbeiten, wesentlich kürzer und wesentlich zahlreicher. Da denkt man zum Beispiel an Lieferscheine oder Rechnungen, andere Business-Dokumente, die jeden Tag neu hineinkommen und nicht ein solch großer bestehender Korpus. Aber die Art und Darstellung der Dokumente, die wir verarbeiten, die variiert eigentlich sehr stark. Also das geht wirklich vom Buch, wie wir es in diesem Fall hatten, bis zu einseitigen, mehr oder weniger standardisierten Dokumenten, die halbwegs strukturierte Informationen beinhalten. Dann haben wir eine weitere Frage. Wie gehen Sie mit verschiedenen Zeitdaten um? Zum Beispiel andere Lebensdaten bekannt als noch in der gedruckten alten Ausgabe. In der aktuellen Fassung werden Zeiträume in Bezug auf Objekte registriert. Und das wird anhand von Texterwähnungen automatisiert gemacht. Also wenn im Text steht, erbaut im 8. Jahrhundert, dann ist das ein Marker, der benutzt werden kann für die Extraktion dieser Metadaten. Aber in vielen Fällen ist die Information auch, sagen wir mal, etwas besser kodiert im Text vorhanden, und dann kann man oder muss man manuell diese Information noch hinzufügen. Und dort haben wir natürlich den Vorteil, dass der Mensch diese Information sehr kreativ interpretieren kann. Ich
würde da auch gerne noch etwas nachreichen zu dieser Frage. Gerade was die Personen anbelangt, dort ging es natürlich eben in einem ersten Schritt darum, die Informationen, die in unseren Werken sind, sozusagen digital fassbar zu machen. Und in einem weiteren Schritt geht es natürlich eben darum, zum Beispiel dann über Normdateien diese Person dann auch noch die offizielle Identität zuzuweisen, um dann eben hier die Feinjustierung vorzunehmen. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, der sozusagen in die Zukunft des Projektes weist. Eine grundlegende Etappe war es eben, die Informationen, wie das auch Frau Bauermeister gesagt hat, einem breiten Publikum auf einfache Art und Weise zugänglich zu machen. Und auf dieser Basis können wir dann eben entsprechende Justierungen mit der Implementierung dann auch von zum Beispiel eben Normdateien zu Personen festlegen oder eben weitere Verknüpfungen zu Partnerinstitutionen vornehmen. Genau. Eine weitere Frage, die wir erhalten haben, ist, wo die Verarbeitung stattfindet, also geografisch. Im Fall von diesem Projekt ist es so, dass das bei uns im Haus passiert. Also die Bücher werden auf unseren Maschinen automatisiert, analysiert und bearbeitet und dann natürlich, wenn sie mal in der Datenbank angelangt sind, von der GSK direkt von ihren Maschinen aus weiter bearbeitet. Die Daten liegen auf einem Microsoft Azure Server, der in der Schweiz steht. Und im Allgemeinen, wenn wir Daten verarbeiten, hängt es davon ab, wie sehr diese schützenswert sind. Also wir haben Kunden, die sagen, sie dürfen unser Haus nicht verlassen, dann gibt es On-Premises-Lösungen. Andere sagen, sie dürfen einfach die Schweiz nicht verlassen, dann können wir es natürlich auf einem Schweizer Server verarbeiten lassen. Und wenn es völlig unbedenkliche Daten sind, dann kann das auch irgendwo in Deutschland oder sogar Amerika passieren. Wo die Daten schlussendlich verarbeitet werden, ist für uns weniger zentral. Wir sind da sehr flexibel. Eine weitere Frage haben wir erhalten, ob auch automatisierte Übersetzungen der Texte vorgesehen sind. Das ist eine sehr gute Frage, da ja der Inhalt dieser Bände in den Landessprachen der Schweiz formuliert ist und nicht alle perfekt Französisch beherrschen. Ich leite die Frage gerne weiter an Herrn Bayor und Frau Bauermeister. Ja, besten Dank. Also zum heutigen Zeitpunkt des Projekts sind sozusagen die automatisierte Übersetzung nicht eingeplant, aber wir haben natürlich hier als Institution auch über andere digitale Projekte wie SwissArt2Go eine große Expertise. Wichtig scheint mir aber, dass die Inhalte über die Metadaten sozusagen auch französisch abgefragt werden können und dann erhält man als Resultat seines eben die französischen KDS-Inhalte wie auch die deutschsprachigen und je länger, je mehr dann auch die Bände, die wir in italienischer Sprache haben. Das heißt, dass man innerhalb über die Suchmaschine mit den 3 Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch arbeiten kann. Und dadurch kompensiert das allfällige eben Sprachprobleme, die dann zumindest über die Stichworte sozusagen mal umschifft werden können. Genau, also die Plattform an und für sich ist vollständig dreisprachig verfügbar. Das Einzige, was nicht automatisch übersetzt wird, sind effektiv die Inhalte. Vielen Dank für diese guten Fragen. Gibt es gerade noch weitere Interessenten?
Ansonsten kann ich auch noch kurz nochmal auf die Plattform zurück und zeigen, wo zum Beispiel die Fußnoten, die wir vorher besprochen haben, zum Zug kommen. Ich hoffe, Sie sehen alle das KDS Online wieder. Jetzt muss ich noch eine Fußnote suchen. Ja, in diesem Abschnitt haben wir zum Beispiel hier diese Nummer 3 und Sie sehen, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann wird einem direkt der Inhalt angezeigt, den diese Fuß- oder Endnote im Band gehabt hätte, ohne dass man irgendwo manuell nachschauen kann. Das erlaubt es einem natürlich auch, wenn man diese Inhalte liest, den Lesefluss wesentlich weniger stark zu unterbrechen. Man kann ihn aber auch mehr unterbrechen. Also wenn man Personenreferenzen hat, dann kann man diesen direkt folgen und mehr über diese Personen herausfinden, wenn man das möchte. Wie Herr Pajor bereits erwähnt hat, ist eine starke Verlinkung der Informationen, die wir darin in der Plattform finden, eines der, ich würde sagen, kräftigsten Features, die eine solche Digitalisierung nach sich bringen kann. Denn umso stärker die Information verknüpft ist, desto mehr Wert hat sie. Ja, es sind in der Zwischenzeit keine neuen Fragen mehr aufgetaucht. Gerade als ich es sage, kommt noch mal eine. Die Frage ist, welche unterschiedlichen Rollen waren am Projekt beteiligt und wie groß war das Team? Ich kann das direkt von unserer Seite beantworten. Also bei uns sind auf der einen Seite natürlich die Software Engineers, die die Infrastruktur entwickelt haben, um diese Digitalisierung überhaupt automatisiert durchführen zu können. Dann die Engineers, die die Analyse geschrieben haben, um aus diesen Büchern aufgrund der Infrastruktur dann einen Export zu generieren, die auch für jeden Band bei uns noch Handarbeit anlegen, damit das Resultat möglichst perfekt bereits auf die Plattform hochgeladen werden kann. Und natürlich auch die Frontend-Entwickler, die Plattform, wie Sie sie sehen, also die Benutzeroberfläche erstellt haben. Und natürlich im Hintergrund das Projektmanagement. Bei uns umfasst dieses Projekt im Prinzip alle Rollen, die es in der Firma Codis gibt. Wie ist es bei Ihnen? Chez nous, à la GSK, la préparation du projet a été menée seulement avec 2 personnes. C'est donc de la gestion de projet très agile, donc Ferdinand Pajor et moi-même. Ensuite, nous avons longuement discuté avec un des représentants de Codis, à l'époque Toricode, pour effectivement obtenir le résultat que nous souhaitions. Et actuellement, nous sommes en fait entre 5 et 6 personnes à travailler à ce projet-là, de manière plus ou moins intensive, les rédacteurs et rédactrices, et Ferdinand et Pajor et moi-même qui gérons en fait le projet et le dirigeant. Merci. Gibt es noch weitere Fragen? Oder möchten Sie, Herr Pajor oder Frau Bauermeister, noch etwas hinzufügen zu dem bereits Gesagten? Peut-être encore juste un mot, ce projet est pour nous un projet extrêmement abouti et extrêmement intéressant et nous avons évidemment encore en vue une possibilité de l'utiliser ou en tout cas d'utiliser sa logique comme d'un hub pour tous les projets qui ont déjà été gérés sur le plan numérique par la GSK. Vous avez certainement déjà eu en tête SwissArt2Go, EuropeArt2Go. Nous avons aussi un référentiel qui s'appelle Peristyle, qui permet d'éditer online des textes. Donc nous avons de nombreux projets et le but à terme, c'est évidemment de réunir tous ces projets-là sous un super hub pour avoir une base de données nationale de toutes les questions liées au patrimoine bâti
que ce soit pour vraiment des spécialistes ou pour un large public, que ce soit pour un desktop ou peut-être pour les devices mobiles. Et je pense que là, il y a des grandes questions et des grands défis encore à réaliser pour rendre cette information scientifique accessible même pour des devices mobiles avec un grand niveau d'intérêt pour les spécialistes comme pour un large public. Sehr gut, besten Dank. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Bauermeister, Herr Pajor, ganz herzlich für das Co-Hosting dieses Webinars und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuschauern, die uns heute über den Mittag begleitet haben und möchte nochmals darauf hinweisen, wenn Sie im Nachgang auch Fragen haben, dann zögern Sie nicht, mir diese per E-Mail zukommen zu lassen. Es hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche allen noch einen schönen Nachmittag. Merci à vous. Dankeschön. Au revoir.